Random. Was ist schon wieder, klein Timmy? Was zum Fick ist schon wieder? Wieso machst du so ein verdammtes Video nochmal? Niemand will eine Meinung hören zu Animationsfilmstudios Outpots. Und jetzt halt die Klappe, klein Timmy. Anyway, heute reden wir mal über etwa ein weiteres Animationsstudio. Und was könnte es nur sein, außer ein Ranking? Ihr merkt, ich mag Rankings mittlerweile sehr. Anyway, heute ranken wir doch mal die Filme von Aardman Animation. Was sind die besten? Was sind ihre schlechtesten? Und wo sind etwa die Stärken? Und was mag ich an ihren Filmen am besondersten? Bedenkt, wie immer handelt es hierbei sich nur um meine Meinung. Weiterhin eine andere habt, ist es natürlich komplett valide. Und lasst mich doch eure Meinung gerne in den Kommentaren wissen. Anyway, genug gesnackert. Ein Disclaimer vorweg. Ich werde auch etwa hier die mehr oder weniger Kurzfilme in Anführungszeichen von Wallace und Gromit inkludieren. Das sind 4, also kann man die ganz einfach hier inkludieren. Da es etwa irgendwie nie etwas sonst hätte, über diese auch zu reden. Ansonsten werde ich nur etwa auf die Spielfilme von Aardman eingehen, egal ob Streaming oder auch fürs Kino. Anyway, alle Disclaimer wurden disclaimed, legen wir mal los mit diesem Video. Und was könnte nun auf dem letzten Platz sein von diesem Ranking, außer Chicken Run 2, Dawn of the Chicken Nugget. Ja, ich bin irgendwie ein wenig überrascht, dass dieser Teil so schlecht rankt bei mir. Zugegeben, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, und das ist auch wirklich mein bestes Wort für den Film. Es ist nicht wirklich ein sehr interessanter Film. Und als Sequel zu Chicken Run, was visuell einer der besten Aardman-Filme ist es ein wenig enttäuschend. Wenn wir über die positiven Aspekte von diesem Film reden, ist natürlich das Visuelle sehr stark am Rennen. Das ist vermutlich das große Highlight dieses Films. Und hey, wir haben David Bradley hier im Voice Cast. Das ist cool, I guess. Ansonsten ist dieser Film wirklich eines. Ein wenig öde und ein wenig ein Retread vom originalen Film. Es ist mehr oder weniger einer dieser Sequel-Filme, der die Story des Originals nimmt und sie ein wenig mehr oder weniger neu verpackt, aber fast eigentlich nur das Original ist, aber irgendwie ein wenig schlechter. Und diese Sequels sind etwa welche, die ich wirklich nicht mag. An sich können die okay sein, aber hier ist es einfach nur öde. Was stoppt mich davon, den originalen Chicken Run zu sehen, was von den Animationen immer noch visuell prachtvoll ist? Stimmt, nix. Dass man unseren Main Pairing eine Tochter gibt, ist an sich eine nette Idee, aber wirklich viel macht man hier nicht. Es gibt hier ein paar wirklich nette Momente, die Potenzial zeigen, aber die meisten von diesen fallen irgendwie ins Nix. Die meisten von diesen sind nicht wirklich relevant für die Story, für den Plot am Ende des Tages. Und am Ende des Tages schaut man sich einfach den Film an und denkt man sich, hat man das wirklich etwa gebraucht? War das wirklich etwa das Sequel, was wir etwa wollten zu Chicken Run? Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass viele etwa ein Chicken Run Sequel für Jahre haben wollten. Aber ich glaube nicht, dass genau dieser Film das ist, was viele sich erhofft haben oder gewünscht haben. Ein öder, langweiliger Retread des originalen Films, der ein wenig seinen eigenen Charme lackt und seine eigene Identität kaum existent hat. Early Man war definitiv kein Erfolg für Aardman. So ist dieser Film an der Kinokasse sehr stark gefloppt und seitdem haben wir keinen originalen Aardman-Film gekriegt, beziehungsweise einen Aardman-Film mit einer originalen Story mit neuen Charakteren und kein Aardman-Film ins Kino, was ziemlich eine Schande ist, da diese Filme mit ihren Stop-Motion-Animationen definitiv ins Kino gehören. Ich meine, visuell sind die immer prachtvoll. Und das kann man auch für Early Man sagen. Vielleicht ein wenig weniger prachtvoll, da das Setting an manchen Stellen wirklich ein wenig öde ist und jetzt nicht so prachtvoll ist wie bei vielen der anderen Aardman-Filmen. Early Man ist an sich ganz okay, I guess. Ähnlich wie auch Chicken Run 2 lässt mich dieser Film ein wenig kälter. Und es ist ein Sportsfilm über Fußball. Yay. Ja, ihr könnt schon merken, dass ich kein großer Fan bin von Fußball. Von daher lässt mich dieser Film auch nicht etwa wirklich viel mitfiebern. An sich kann etwa ein gutes Sportdrama mich auch mitfiebern, selbst wenn mich etwa die meisten Sports wirklich kaum interessieren können. Und das gilt besonders für Fußball. Sorry Fußballfans, aber ich verstehe irgendwie den Appeal nicht. Jeder soll mögen, was er mögen will, aber für mich ist Fußball wirklich blöd. Wie Bernd das Brot sagen würde,
würde, schaut bitte etwa mein 5 Randoms Pandas World Ranking Video. Dankeschön. Aber ja, Early Man ist unremarkable. Ich glaube, das ist das wirklich beste Wort, den Film zu beschreiben. An sich ist es eine passable Art und Weise, 90 Minuten von seiner Zeit zu nehmen. An sich hat der Film ein paar nette Momente, wo ich etwa mir gedacht habe, das ist witzig, das war nett. Aber so als ist dieser Film auch einfach nicht wirklich etwa besonders in irgendeiner Art und Weise. Er ist weder besonders im Sinne, dass er schlecht ist oder sowas, oder er ist weder besonders im Sinne, dass es wirklich gut ist. Es ist wirklich so einer dieser typischen Mitteltier-Filme. Einer dieser Filme, die man sich einmal anschaut, einmal rankt und dann irgendwie über die Zeit ein wenig vergisst, bis mal wieder für die Namen hört und sich denkt, ich habe diesen Film gesehen. Ja, ich kann mich daran noch irgendwie erinnern. Wallace and Gromit, A Matter of Life and Death. Ist nicht nur eine wirklich fantastische Pun hier. Nein, es ist auch für mich etwa der weakeste Link aus den Kurzfilmen von Wallace and Gromit, die meiner Meinung nach etwa einen wirklich guten Track Record haben, denn auch ihr weakest Link hatte etwa viel zu bieten. Zum einen der typische Wallace and Gromit Charme ist auch hier zu finden. Die Animation und die Setpieces sind wirklich einfach nur erstaunlich gut. Man weiß mal genau, was man etwa hier erreichen will und mit der Runtime, die man hat, erreicht man das einfach nur viel zu gut. Meiner Meinung nach ist Aardman manchmal an ihren besten Punkten, wenn sie etwa eine kürzere Runtime haben. Und dieser erst bessere Wallace and Gromit Kurzfilm ist etwa ein wirkliches gutes Prime-Example dafür. Die Nebenfiguren, die uns hier etwa vorgestellt werden, haben alle ihren eigenen Charme und ihren eigenen Quirk zu sich und sind auch alle wirklich memorable. Ich meine, am Ende des Tages kann sich etwa jeder an das wirklich morbid, gruesome und teilweise verstörenden Ende erinnern. Wirklich einer der besten Momente in einem Wallace and Gromit Film. Der Kurzfilm weiß genau, was er sein will und ist auch einfach ein schönes weiteres Entry Point in der Wallace and Gromit Filmserie und auch ein wirklich schönes Farewell zum originalen Voice Actor von Wallace, der mit diesem Film mehr oder weniger von der Rolle zurückgetreten ist. Wallace and Gromit, Benson's Most Foul, ist nicht nur einer der besten Titel für einen Aardman-Film, nein, es ist auch ein ziemlich semi-solider, semi-unterhaltsamer, semi-guter Aardman-Film. Meine Gedanken zu Most Foul, aka Benson's Most Foul, sind ein wenig kompliziert. Denn auf einer Seite haben wir einen sehr unterhaltsamen, sehr kompetenten und sehr charmanten, gut animierten Wallace and Gromit Film, der immer noch den Charme der typischen Filme in sich hat und als Celebration für die Reihe Wallace and Gromit ziemlich gut funktioniert. Immerhin bringt er den ikonischen Trevor McRae zurück, der auch hier wirklich überzeugen kann, aber nicht so stark ist wie in seiner ersten Appearance. Auf der anderen Seite haben wir mehr oder weniger einen Film, der ähnlich schon wie Signal Run 2 ein wenig so sehr an der Linie eines Retread ist. Denn dieser Film hat an vielen Stellen mehr oder weniger Dinge, die sich sehr stark an The Wrong Trousers orientieren, der nicht nur etwa ein wundervoller Wallace and Gromit Kurzfilm ist, aber auch einer der besten. Und leider sind diese Similarities, diese Dinge, die der Film mehr oder weniger macht, die an ältere Filme erinnert, dann doch ein wenig einer der Gründe, warum ich diesen Film ein wenig kompliziert rate. Denn an sich ist er definitiv unterhaltsam. Anders als Signal Run 2 bietet er auch neue Dinge in sich und die typische Wallace and Gromit Dynamik ist auch hier wieder zu finden. Große Lob ist dabei Ben Withard, der hier die neue Stimme von Wallace ist und einen ziemlich guten Job macht. Auch wenn seine Stimme jetzt nicht etwa 1:1 ist wie die originale Wallace Stimme, macht er einen definitiv guten Job und ich bin sehr gespannt und freue mich auf jegliche mögliche neue Zukunftsprojekte mit ihm in der Rolle. Benson's Most Foul ist an den besten Stellen neu, charmant und wundervoll animiert. Mit wunderschönen und spaßigen Fanservice, der nicht zu sehr in your face ist. Und mit paar wirklich charmanten, guten Gags. An den letzten Tagen ist Benson's Most Foul ein wenig zu sehr ein Retread des Klassikers pur und pur von Wallace and Gromit und schafft das irgendwie nicht etwa die Originalität, die Kreativität der originalen Kurzfilme und des originalen ersten Spielfilms wieder re-zu-capturen. Dennoch ein charmanter, unterhaltsamer Film, den man sich gut vergeben kann. Nicht der beste, aber ein kompetenter. Shaun the Sea, UFO-Alarm oder auch Shaun the Sheep, der zweite Teil, ist definitiv für mich ein charmanter Film, der leider nicht etwa die charmanten Hürden des ersten Teils übertreffen kann. Bei weitem kein schlechter Film. Es gibt viel hier zu loben. Zum einen Bravo Aardman für einen Animationsfilm zu der heutigen Zeit, wo fast keiner der Charaktere wirklich etwa ein richtiges Wort spricht. Das mal etwa hier mehr oder weniger auf Töne, auf etwa die Expressions, die Movement Sets unter
beliebten Samantha-Stop-Motion-Figuren kann ich auch einfach nur applaudieren. Viele Animationsfilmstudios setzen leider viel zu stark auf Dialoge, selbst wenn diese Dialoge manchmal nicht etwa gebraucht sind. Daher kann ich das wirklich einfach nur setzen, dass Artman hier gesagt hat, nein, wir setzen lieber auch einfach auf unseren typischen Slapstick und Non-Communication-Charme. Und das machen die wirklich, wirklich gut. Wie der Titel des Films schon impliziert, haben wir hier Aliens. Und diese Aliens sind vom Design her wirklich, wirklich gut. Ich mag sie alle. Und ich mag auch etwa diese Storyline, die wir mehr oder weniger mit unserer Sorgen haben. Die Aliens in ihrer Kindheit gesehen hat, die dann gezeichnet hat und dann etwa mehr oder weniger zur Lachfigur geworden ist. Das ist wirklich eine sehr simple, aber passt auch einfach für diese Sorte, die Shaun the Sheep als Filmserie sein will. Was man auch hier etwa mit Shaun macht, ist wie immer spaßig. Die Figur hat nicht nur ohne Grund etwa so eine große Beliebtheit, eine eigene Serie und eigene Kurzfilme gekriegt. Shaun ist auch einfach nur ein sehr unterhaltsamer Protagonist, der auch hier überzeugen kann. Generell, visuell ist es auch einfach wieder mal eine Pracht. Ich glaube, es ist nichts Neues, wenn ich mal wieder etwa die visuellen Präsentationen eines Artman-Films lobe. Ich meine, ich mache das für fast jeden Platz in diesem Ranking. Und auch hier ist es auch keine Ausnahme. Wenn ihr den ersten Film mochtet, dann werdet ihr auch hier euren Spaß finden. Zwar nicht so charmant oder auch low-key wie der erste Film, ist es dennoch eine würdige Fortsetzung, die vieles Neues macht. Und hey, ich mag den Endgag ziemlich sehr, sehr unterhaltsam. Flushed Away war die letzte Co-Produktion zwischen DreamWorks und Artman und was für eine Co-Produktion es war. An sich hätte ich gerne mehr von den beiden gesehen zusammen, aber wenn man mit diesem Film das geendet hat, dann hat man einen wirklich guten Call gemacht, auch wenn es natürlich nicht etwa richtig gewollt war. Anyhow, Flushed Away ist mal wieder ein underrateter Sam aus dem Artman-Katalog. Zwar hat dieser Film zwei große Probleme, und zwar, dass ein paar Klischees wirklich, wirklich auf der nervigsten Art und Weise gemacht werden. Zum Beispiel, oh, guckt mal, die zwei Hauptfiguren verstehen sich absolut nicht, aber die kommen am Ende zusammen und verstehen sich besser über den Laufe des Films. Und auch wenn es natürlich in manchen Filmen schlechter gemacht wird, ist es hier auf eine dennoch klischeehaftige Art und Weise gemacht. Oder auch der Teil, wo der eine Main Character sich traurig wird, weil er jetzt wieder alleine ist und realisiert, dass er nicht etwa alleine ist und etwa in dieser wackigen Welt leben will und nicht in seiner eintönigen, langweiligen Welt, von der er rausgeschwungen worden ist. Das ist auch ein Klischee, was hier sehr klischeehaft gemacht wird. Und trotz all diesen Klischees funktioniert dieser Film pur und pur. Eine große Sache, die man hier loben kann, ist der Humor. Zündet jeder Sog? Definitiv nicht, definitiv nicht. Aber der Humor ist wirklich überzeugend und kann meistens wirklich sehr gut überzeugend oder ein Lachen oder auch ein Kichern von sich bringen. Der Schurke ist auch ein Highlight und vermutlich mein Lieblingscharakter aus diesem Film, denn auch sein Plan ist mal wieder was Originelles, statt der typische, ich möchte die Weltherrschaft haben oder sowas, was man von vielen Schurken kennt. Nee, wir haben was komplett Kreatives, was ich nicht spoilern will, falls ihr diesen Film, warum auch immer, nicht gesehen habt. Was ihr auf jeden Fall definitiv nachholen sollt, beziehungsweise fixen sollt, weil dieser Film lohnt sich definitiv. Und auch das Worldbuilding ist wirklich, wirklich spaßig. Diese ganze Welt, die man hier präsentiert bekommt, hat was an sich und ich hätte wirklich nichts dagegen, wenn wir ein Flushed Away 2 gekriegt hätten, um diese Welt ein wenig mehr flash zu outen. Wallace & Gromit: A Grand Day Out ist ein besonderer, denn nicht nur ist es der kürzeste Film auf dieser ganzen Rankingliste, nein, es ist auch der allererste von den Wallace & Gromit Filmen. Und man kann definitiv diese roughen Anfänge sehen. Die Animationen sind noch nicht etwa so refined wie später in dem Sequel-Kurzfilm The Wrong Trousers. Und generell hat es einen teilweise amateurischen Sinn zu sich, weil es mehr oder weniger auch mehr amateurisch als die anderen Filme gemacht worden ist. Aber es ist auch eine Geschichte für ein anderes Mal. Aber meine Fresse, ist es ein charmanter Film. Schon beim ersten Kurzfilm von Wallace & Gromit weiß man genau, was etwa der Deal ist von diesen Charakteren. Wallace liebt Käse. Also entschließt er sich mit Gromit eine Rakete zu bauen, um auf den Mond zu gehen, da sie denken, dass etwa auf dem Mond mehr oder weniger alles aus Käse besteht. Eine absurde Prämisse. Aber für 25 Minuten weiß man genau, wie man das etwa in einer unterhaltsamen, aber auch spaßigen und charmanten Art und Weise verpacken kann. Zwar ist es bei weitem nicht etwa so gut wie die großen Highs von Wallace & Gromit, aber als Anfang ist es ein definitiv guter Anfang, der immer noch weiß, wie man zu unterhalten hat, auch alle Jahre danach. Wenn ihr A Grand Days Out noch nie gesehen habt, dann empfehle ich euch definitiv den Kurzfilm sehr, sehr stark. Denn die Anfänge von so einem ikonischen britischen Duo zu sehen, ist so interessant einfach nur und ist auch einer der großen Gründe, die
diesen Film sich überhaupt anzuschauen. Second Run ist nicht nur ein Kultklassiker heutzutage und nicht nur ein absolut superior erster Film im Vergleich zum wirklich, wirklich schwachen zweiten Teil. Nein, Second Run ist auch einer der wohl best animiertesten Artman-Filme, wo das Movement einfach nur so verdammt smooth ist. Ich habe die Artman-Animation im Video vermutlich schon 100-fach gelobt, aber Second Run im Speziellen hat wohl ein paar der smoothesten Movements und Animationen in sich. Und das kann man auch einfach nur mal wieder applaudieren und wirklich loben. Second Run hat eine sehr simple Story, aber weiß genau, was es etwa reißen will mit dieser ganz simplen Story. So geht es darum, dass mehr oder weniger ein Hahn sich etwa als jemand ausgibt, der er nicht wirklich ist, und die Hühner mehr oder weniger fliegen wollen, um etwa von einer Frau zu entfliehen, die diese ermorden will, um sie dann eben zu verkaufen, damit Leute sie essen können. Eine sehr simple Story und eine Story, die genau weiß, wie immer diese typische, sehr langweilige und mittlerweile verdammt nervige Lie-Trope. Ihr kennt sie doch, die: Du hast uns die ganze Zeit angelogen. Wie kannst du nur, Friedrich Dingsterbumsi? Jetzt sind wir alle sauer auf dich und wütend. Bis zum dritten Akt, wo du uns zeigst, dass du eigentlich ein ziemlich netter Dude bist, der abseits von den Lügen nicht etwa so schlecht ist. Ja, diese Trope findet sich zahlreich in vielen Filmen und vielen Serien und die nervt mich auch einfach nur. Hier funktioniert die überraschenderweise ziemlich gut. Die Charaktere sind auch sehr charmant und sehr eigen. Artman schafft das mal wieder, hier Charaktere hervorzubringen, die zwar ihren ganz eigenen Charme haben, aber auch manchmal bizarre Momente in sich haben können und jetzt auch nicht so eintönig sind. Man kann mal diese Charaktere, selbst die Nebenfiguren, ganz gut voneinander auseinanderhalten, und auch wenn es etwa auf den ersten Blick wie ein komisches Lob klingt, finde ich es, dass man das dennoch loben kann, da die Side-Characters bei vielen Serien oder auch Filmen manchmal wirklich etwas sehr vergessenswert sind. Hier in Second Run oder auch in vielen anderen Artman-Filmen ist es absolut nicht der Fall. Und das möchte ich einfach nur mal wieder hervorbringen und mal wieder loben. Second Run, ein Klassiker zu Rest, der auch noch heutzutage richtig gut in sich ist. Und wenn ihr nie Second Run gesehen habt, aber das Sequel sehen wollt, weil es auf Netflix ist, macht das nicht, schaut lieber den ersten Film, dann habt ihr einen deutlich interessanteren, unterhaltsameren, mit einem besseren Climax gegen Ende. Shaun the Sheep, der Movie, oder auch Shaun the Sheep, der Film, ist für mich so einer dieser underrateden Gems, über die kaum jemand redet, der aber so unterhaltsam, so charmant und wirklich, wirklich gut ist. Unironisch gut. Ich habe nicht etwa wirklich viel erwartet von irgendeinem dieser Shaun the Sheep Filme, bin aber wirklich überraschenderweise positiv überrascht. Und mit denen kann ich das vor allem etwas sagen. Wie schon angeteasert, bin ich ein großer Fan von diesem Film. Ein charmanter, sehr simpel gestrickter Film, der genau weiß, was er sein will. Die Schafe sind alle sehr charmant und haben all ihre eigenen Quirks und Persönlichkeiten in sich, ohne wirklich etwa ein Wort von sich zu geben. Und das kann man eigentlich auch über den ganzen Film sagen. Der Film lebt einfach nur von seinen wundervollen Charakteranimationen und Movements, die uns eigentlich fast alles sagen über die Charaktere. Wer denn nun etwa Shaun ist, wer denn nun etwa die anderen Schafe sind, der Hund und so weiter und so weiter. Davon lebt dieser Film und solche Filme kann ich wie immer loben. Das ist wie ein ähnlicher Fall wie sein Nachfolger, wo wirklich kaum etwa wirklich richtig gesprochen wird. Aber es funktioniert einfach nur. Eine charmante, teilweise Slice of Life Story für Schafe mit wundervollen Animationen und paar wirklich schönen Backgrounds. Paar meiner persönlichen Favoriten unter den Artman-Filmen. Vielleicht nicht die schönsten oder auch interessantesten, aber irgendwie charmantesten Backgrounds, die wir überhaupt haben in irgendeinem Artman-Film. Und ich weiß es auch nicht. Für mich lebt dieser Film einfach nur von seinem Charme und von einer wundervollen visuellen Präsentation. Und die Musik hier ist überraschenderweise großes Ohrwurmmaterial. Ich würde wirklich mal empfehlen, mal in den Soundtrack reinzuhören, denn der Soundtrack ist ziemlich wirklich gut. Einer meiner persönlichen Favoriten unter den ganzen Artman-Filmen. Wallace and Gromit, A Close Save. Meine Güte, sie haben es geschafft. Wallace, ein sehr komplexer, sehr tiefgründiger Charakter, der niemals ein Love Interest haben sollte, kriegt hier ein Love Interest. Und es funktioniert. Aber das Schlimmste, sie kommen nicht zusammen am Ende. Aber das ist okay, sie mag kein Käse. Also ist das okay. Wallace, du verdienst jemanden Besseres. Du verdienst jemanden, der Käse wirklich liebt, vergöttert wie du. Anyway, zurück zur Review zu diesem Film und weg von meinen schlechten Jokes. A Close Save bietet wie immer das, was wir von den Kurzfilmen schon erwartet haben.
haben. Und ich muss mich da wirklich nicht etwa wiederholen, denn ihr wisst schon, was ihr damit erwartet. Das wirkliche große Highlight hier ist definitiv ein paar der Slapstick-Momenten mit den Saven und vor allem die Escape-Szene mit Gromit. Ein paar der Gags sind hier auch wirklich wundervoll. Sei es nun zum Beispiel das Puzzle, was Gromit hier macht und dann etwa herausfindet, scheiße, es wird etwa eine Escape geben für mich und dann direkt diese Escape kommt, ist wundervoll. Gromit hier ist vermutlich on Topform und dasselbe kann man auch sagen für Wallace. Denn auch wenn je nachdem diese Filme sich immer auf dieses Duo fokussieren, wie das ist hier so an, als hätten diese beiden Paar der perfekten Balancen gekriegt. Wir kriegen genügend Gromit, wir kriegen genügend Wallace und beide haben ihren ganz eigenen interessanten Plots um sich herum. Und der Gromit-Plot ist wirklich einer meiner Favoriten in den ganzen Wallace und Gromit-Filmen. Der Cyborg Dog ist eine wackige, ulkige Idee, aber funktioniert wirklich gut für das End-Set-Piece, für den Climax. Und es überzeugt einfach nur. Ich meine, der Film introduced us zum besten Wallace und Gromit-Charakter, den es in die Cinematic Universe gibt. Shaun the fucking Sheep. Was willst du da mehr? Richtig, gar nichts. Das kann man einfach nicht toppen. Außerdem schaut man sich natürlich die Shaun the Sheep Serie an und die Shaun the Sheep Filme. Der Gag wird auch nicht etwa lustiger, wenn ich den etwa immer wieder wiederhole, oder? Arthur Christmas kann ich am besten beschreiben mit wholesome und cozy. Das ist der einzige Artman-Film auf dieser Liste, der nicht etwa in Stop-Motion animiert worden ist. Und das ist natürlich auf eine Art und Weise eine große Departure für Artman, die mit ihren Stop-Motion-Stil ihren ganz eigenen Stil in die Industrie reingebracht haben. Doch diese Co-Produktion mit Sony Animation ist einer der besten Sony Animation-Filme und wenn ich irgendwann mal zu ihnen ranken komme, werde ich natürlich auch viele lobende Worte zu diesem Film auch da finden. Aber sollte ist Arthur Christmas einfach nur so einer dieser schönen Feel-Good-Filme. Man schaut mal diesen Film sich etwa in der Weihnachtszeit an, wenn man einen schlechten Tag hat und am Ende dieses Films hat man auch einfach so ein großes Grinsen auf sein Gesicht. Und meiner Meinung nach ist es auch etwa ein wirklich großes Kompliment für den Film. Die Story als solches ist ziemlich simpel gestrickt. Wir haben die typische Successor-Weihnachtsmann-Story, die schon in vielen anderen Filmen zu einem Extent oder dem anderen besprochen oder gezeigt worden ist. Ich meine, die Santa Claus-Filme haben damit begonnen zum Beispiel. Und hier ist das wirklich einer meiner Lieblingsversionen dieser beliebten und mittlerweile ein wenig Tyrant-Trope. All die Figuren, die unsere Main-Leads sind wirklich einfach nur so interessant charakterisiert. Vor allem aber unsere titelgebende Figur, der einfach nur so eine schöne Aura um sich hat. Vergleichbar mit der Aura von Wanda aus Wanda Over Yonder, was eine absolut wundervolle Serie ist, am Rande gesagt. Auch etwa den Konflikt mit seinem älteren Bruder, der mehr oder weniger nicht etwa die Rolle des Weihnachtsmanns werden will, aber mehr oder weniger ein wenig reingeschwingt wird darin, ist wirklich interessant und wirklich schön sich anzusehen. Vor allem, wie er mehr oder weniger einen neuen Approach mit der Weihnachtsmann-Rolle gehen will, dieser aber nicht wirklich so funktioniert. Das Drama, was man hier hat mit den verschiedenen Versionen bzw. Generationen des Weihnachtsmanns, ist wirklich schön anzusehen. Und visuell hat dieser Film seinen ganz eigenen schönen britischen Charme zu sich. Für mich ist dieser Film einer dieser Must-Watches zur Weihnachtszeit, den ich immer mal wieder gerne alle Jahre zur Weihnachtszeit rewatche, da dieser Film einfach nur so ein schönes Gefühl einen zurücklässt. Unterhaltsam, charmant, liebevoll und auch einfach nur eine ganz große Empfehlung meinerseits. Falls ihr diesen Film warum auch immer noch nie gesehen habt, dann empfehle ich euch definitiv mal nachzuholen. Wirklich der underrated Sam aus dem Artman-Katalog. Pirates, Band of Mischiefs. Ich bin wirklich überrascht, dass fast kaum jemand wirklich ein Wort verliert über den Film. Denn dieser Film ist ein Banger. Ein wirklich Banger. Random könnte man das nicht etwa herausfinden von deinem Ranking-Platz, dass es ein Banger ist? Halt die Klappe, kein Timmy. Aber wirklich, Pirates ist so ein wackiger, aber auch spaßiger Film. Die Story ist thrill. Es geht hierbei um eine Gruppe an bizarren Piraten, die mehr oder weniger sich als Wissenschaftler herausgeben, um ein wenig mehr Geld zu finden. Dabei finden sie heraus, dass ihr Vogel, den sie etwa gefunden haben, ein Dodo ist und dieser natürlich etwa viel wert ist. Und so reisen wir mehr oder weniger mit diesen Piraten durch ein bizarres Abenteuer, wo wir Charles Darwin und auch Queen Maniac Victoria sehen, die wirklich unterhaltsam ist als Schurken. Visuell prachtvoll, ich muss es nicht wirklich wiederholen, glaube ich. Die Figuren sind nicht wirklich Figuren. So haben die etwa nicht wirklich etwa Namen und so ist der Captain zum Beispiel einfach nur bekannt als der Pirate Captain. Und das
dasselbe geht auch für die Side-Characters. Aber all diese, auch wenn sie keine richtigen Namen haben, haben ihren ganz eigenen Style, ihren ganz eigenen Charakter zu sich. Ich finde es besonders lustig, dass wir einen Charakter haben, der offensichtlich eine Frau ist, sich aber mehr oder weniger als Mann ausgibt. Und das wird nie wirklich etwa im Film richtig adressiert und ist einfach nur als Sidegag da. Wirklich Samantha Sidegag. Und der Affe, der mit Karteikarten mehr oder weniger kommuniziert. Comedy Gold. Wirklich, wenn es eine Sache gibt, wo der Film punktet, sind etwa die Actionsequenzen und die Comedy, die einfach nur on point ist. Vermutlich einer meiner Lieblingscomedies von den ganzen Atmen-Filmen. Und das sagt schon viel aus. Denn die Atmen-Filme sind oftmals sehr comedies von der Natur her. Und eine Sache, über die der Film mehr oder weniger bekannt worden ist ein bestimmtes Meme. Und zwar das Well yes, but actually no Meme. Und da ich einer der wenigen 5 Leute bin, der diesen Film gesehen hat, kann ich eine Sache sagen. Well yes, but actually no. Diese Szene ist nicht etwa im Film zu sehen. Diese Phrase wird nie im Film getätigt. Es ist alles nur eine Lüge. Ihr wurdet Lügen vom Internet gefüttert. Der Film hat nicht diese Phrase. Es gibt keinen Kontext von dieser Phrase im Film. Das Meme ist komplett ganz erfunden. Ich kann's nicht glauben. 0 out of 10 von mir auf Letterboxd. Schlechtester Film überhaupt. Also wirklich, dass dieser Film nicht diese ikonische Meme-Line hat. Furchtbar einfach nur. Ihr solltet diesen Film definitiv nicht schauen. Anyway, ziemlich charmanter, unterhaltsamer, lustiger Film. Random approved für den Humor alleine. Wallace and Gromit, The Curse of the Rare Rabbit, stand vor einer großen Herausforderung. Nicht nur wollte man einen DreamWorks Artman-Film herausbringen, nein, dieser sollte auch mehr oder weniger die ikonischen Duo eines Wallace und Gromit auf die große Leinwand hervorbringen. Und konnte dieser Film das schaffen? Absolut. Und es ist wirklich bizarr zu überlegen, wie gut die das geschafft haben. Wallace und Gromit funktioniert am besten in einem kurzen Runtime. Dass man das etwa so verdammt gut geschafft hat, mit einer längeren Runtime, ist überraschend und wundervoll sich anzusehen. Was kann ich etwa hier überhaupt loben? Die Animationen sind wie immer prachtvoll. Die Liebe zum Detail ist auch hier wieder mal zu spüren und auch einfach nur sich wunderbar anzuschauen. Wallace und Gromit haben mal wieder ihren typischen britischen Charme hier und der britische, sarkastische, manchmal trye Humor mit bizarren oder auch ulkigen Momenten findet sich auch hier wieder. Viele ikonische quotable Scenes und viel zum Lachen oder auch zum Schmunzeln. Genau zu loben ist auch diese ulkige Storyline, die cinematisch sich genügend anfühlt, aber definitiv immer noch diesen typischen Wallace und Gromit Approach, die typische Wallace und Gromit DNA in sich hat. Der Film bietet eigentlich alles, was man als Wallace und Gromit Fan oder auch Fanatiker sehen müsste. Die Charaktere sind on top, das Voice Acting ist mal wieder stellar und wir haben hier einen Hasen, der mehr oder weniger sich langsam mehr und mehr verhält wie Wallace. Und Wallace, der, Spoiler Alert, zum Rare Rabbit wird. Was gibt's hier nicht zu lieben? Und natürlich, Gromit ist mal wieder der beste Boy hier. Wir alle lieben Gromit. Dies ist ein Kanal, der dafür steht, Liebe für Gromit zu zeigen und Gromit zu loben. Merkt ihr schon, dass ich diesen Film wirklich charmant und spaßig finde? Nicht nur einer der besten Artman-Filme, auch einer der besten DreamWorks-Filme. Und ich kann es kaum erwarten, über diesen Film in ein DreamWorks-Ranking mal wieder zu schwärmen. Doch was könnte nun auf den ersten Platz sein, außer Wallace and Gromit, The Wrong Trousers? Könnte es überhaupt was anderes sein? Ach, ihr seid doch etwas Herzkäse. Natürlich ist es The Wrong Trousers. Natürlich ist der beste Wallace and Gromit Kurzfilm und der beste Wallace Gromit Film auch natürlich der beste Artman-Film. Wallace and Gromit ist mehr oder weniger das Toy Story von Artman. Natürlich ist der beste Film aus dieser Reihe der erste Platz. Verdient auch, denn The Wrong Trousers ist einer der unterhaltsamsten Kurzfilme überhaupt. In den 40 Minuten sagt man hier so viel, was es einfach nur liebe. Nicht nur haben wir einen deutlich refinederen Stil in den Animationen und auch in den Charakterdesigns. Hier haben wir mehr oder weniger die Ursprünge des ikonischen Looks von Wallace und Gromit. Nein, The Wrong Trousers bringt uns auch einer der besten Schurken in Fiction überhaupt. Trevor McCraw. Der Pinguin spricht kein Wort, aber durch diese wundervollen Stop-Motion-Animationen, seinen Movements, wissen wir genau, was er denkt, was er gerade vorhat. Und er ist auch einfach nur ein Pleasure, sich hier anzuschauen. Die titelgebenden Wrong Trousers sind sehr unterhaltsam und werden auch ziemlich verdammt gut eingesetzt. Was wir hier alles mal mit Wallace sehen, durch diese Trousers, ist auch einfach nur spaßig as fuck. Und Gromit kriegt hier auch sehr viel Charakterwirk. Nicht nur hat er mehr oder weniger einen kleinen Arc, wo er Wallace verlässt. Nein, wir kriegen auch etwa ein paar
Momente, die zeigen, warum dieses Duo so einzigartig und einfach nur so gut miteinander funktionieren. The Wrong Trousers bietet alles. Nicht nur etwa eine wundervolle, vermutlich einer der besten Chase-Scenes überhaupt in Animation oder Filmgeschichte. Ich möchte etwa nicht übertreiben, aber diese Chase-Scene ist auch einfach nur so Chefskiss, so verdammt gut, so unterhaltsam. Nicht nur wundervolle, prachtvolle und impressive Animation mit Fluid Movement. Damals schon etwa fast etwa denken könnte, dass diese Stop-Motion-Animationen 2D-Animationen sind mit ihrer Fluidity. Nicht nur haben wir etwa wundervollen Charakterarbeit für unsere Leads, nicht nur einen fantastischen Song, nicht nur einen fantastischen Nutzen von vielen bekannten Lizenzsongs, die leider von vielen subsequent Re-Releases rausgeschnitten werden mussten oder ersetzt werden mussten, was wirklich schade ist, da die wirklich über viel zur Atmosphäre dieser Story bieten. Aber ey, Dailymotions hat euch gecovert damit. Schwinker? Nein, es ist auch für mich etwa das perfekte Primärbeispiel, was etwa Artman Animation kann. Sie sind charmant, sie wissen, wie man gute Action führen kann, sie wissen, wie man unterhaltsame visuelle, also auch Dialog-Gags bringen kann, aber am Ende des Tages sind sie einig. Britis pur und pur. Und das zeigt für mich The Wrong Trousers phänomenal. Falls ihr warum auch immer noch nie The Wrong Trousers gesehen habt, erstmal warum schaut ihr euch überhaupt ein Artman Animation Ranking an, dann bitte tut euch einen Gefallen und schaut euch den Film an. Unglaublich gut. Doch damit bin ich auch am Ende meiner Liste angekommen. Artman Animation ist für mich einer dieser Studios, die viel zu bieten haben. Selbst ihre schlechten Outings sind mehr oder weniger einfach nur für mich. Das ist wirklich schlecht. Zwar ist für mich ein wenig mehr enttäuschend als wirklich schlechte Filme, aber das spricht etwa wirklich ein Volumen für die Qualität und die Konsistenz von Artman Animation. Viele charmante, viele unterhaltsame. Leider bin ich nicht der größte Fan von der neuen Methode, die sie in den letzten Jahren und mit den letzten Filmen gegangen sind, mit mehr Sequels, Spin-Offs oder was weiß ich. Dafür aber habe ich etwa viel Hoffnung dafür, dass sie auch etwa in Zukunft hoffen uns die ein oder andere originale Story bieten und immer noch mit ihren wundervollen, fantastischen Stop-Motion-Animations überzeugen können. Für mich ist Artman definitiv ein Studio, was ein wenig underrated ist unter den Animationsfilmstudios. Es wird leider nicht etwa wirklich viel erwähnt, dabei ist es fast so ikonisch wie ein Disney, wie ein DreamWorks oder auch wie heutzutage ein Sony Animation. Und ich bin hoffnungsvoll für die Zukunft von Artman Animation und hoffe auch einfach nur auf das Beste. Doch was ist eure Meinung zu Artman Animation? Was ist euer Lieblingskurzfilm von Wallace und Gromit? Lasst mich doch alles gerne in den Kommentaren wissen. Und wir sehen uns, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!